Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Miles & Marcel. Ich freue mich auf den ersten Flug im Jahr 2023 und ich freue mich, euch auch mitnehmen zu können, denn es gibt heute einen für mich ganz besonderen Flug. Es geht in eine meiner Lieblingsstädte dieser Welt. Es geht nach Las Vegas und ich freue mich sehr, euch die nächsten Wochen und Monate hier mitzunehmen. Natürlich bin ich nicht wirklich so lange weg, aber es wird natürlich eine Weile dauern, bis ich die ganzen Videos dann bearbeitet habe und ich werde euch mitnehmen auf diesen Flug heute von Hamburg nach Amsterdam in der Business Class von KLM in der Embraer 190 und die spannenderen Flüge, die kommen dann danach, denn anschließend geht es weiter. Was und wie, das verrate ich ein bisschen am Ende des Videos, da seht ihr dann jeweils eine kleine Vorschau auf das nächste Video und seid wirklich gespannt, denn es kommen in den nächsten Wochen fantastische Flüge auf euch zu, auf mich natürlich jetzt auch, ich darf es erleben und freue mich sehr, euch mitnehmen zu können und ich werde auch ein bisschen euch Las Vegas zeigen, werde euch ein paar Hotels vorstellen, die ich in Las Vegas besuche und bin wirklich sehr gespannt, wie ihr das findet, so eine Reise von Anfang bis Ende einmal zu begleiten. Und jetzt zeige ich euch noch ein bisschen hier die Airport Lounge in Hamburg. Die hat sich geringfügig geändert und anschließend geht es zum Gate und dann zum Flieger. Jetzt also gleich erstmal die Embraer 190 und nachher gibt es dann den Langstreckenflug für mich und für euch in ein paar Wochen wahrscheinlich dann, wenn ihr dieses Video dann seht. Und bevor wir uns die Lounge anschauen, werfen wir noch mal einen kleinen Blick zurück und starten mit dem Check-in am Hamburger Flughafen. Natürlich hatte ich online schon eingecheckt, musste aber noch einmal meinen Reisepass vorzeigen, um die Bordkarte zu bekommen und außerdem hatte ich einen Koffer abzugeben. Dank Sky Priority, der im Business Class Tarif enthalten ist, musste ich nicht lange anstehen und konnte relativ schnell meinen Koffer abgeben. Wenn ihr mal von Hamburg mit KLM startet, werdet ihr wahrscheinlich auch exakt den gleichen Mitarbeiter haben, den ich hier auch hatte. Er sitzt da eigentlich immer und ist wirklich eine Frohnatur. Es macht immer Freude. Er begrüßt wirklich jeden Gast mit einem großartigen Lächeln, mit einer großen Lebensfreude und wünscht jedem erstmal natürlich noch einen schönen Tag, einen guten Flug und sagt immer dann den schönen Spruch: Und wenn Sie in der Lounge sind, der erste Kaffee geht auf mich. Ich mag das. Die Fastlanes waren zum Zeitpunkt meines Fluges Anfang Januar 2023 geschlossen und so musste ich in die normale Sicherheitskontrolle, bei der aber zugegebenermaßen nicht viel los war und ich nach circa 6 Minuten komplett durch war und in die Airport Lounge konnte. KLM betreibt keine eigene Airport Lounge am Hamburger Flughafen, sondern nutzt die Airport Lounge wie viele andere Fluggesellschaften auch. Was mir sofort sehr positiv auffiel, war, dass das Angebot an Speisen und Getränken deutlich aufgestockt worden ist. Während Corona wurde das Angebot deutlich reduziert, aber auch jetzt nach Corona ist das Angebot größer, als es vor Corona war. Also hier wirklich eine positive Verbesserung am Hamburger Flughafen in der Airport Lounge. Was mir immer sehr gut gefällt, sind diese großen Panoramafenster, von denen man einen wunderbaren Blick aufs Rollfeld hat. Und hier hätte ich noch etwas länger stehen können, musste aber letztendlich dann auch schon los zu meinem Flug, denn es hieß Boarding für den KLM-Flug von Hamburg nach Amsterdam. Und hier ist sie, die Embraer 190 in einer 2-2-Bestuhlung. In der Business Class bleibt der Nebensitz frei und so habt ihr etwas mehr Komfort. Unter dem Sitzplatz findet jeder Gast einen USB-A-Anschluss. Erwähnenswert ist vielleicht noch, dass sich die Kopfstütze des Sitzes verstellen lässt, und zwar entweder nach oben oder nach unten, und auch die Seiten lassen sich etwas einknicken, sodass, wenn ihr doch etwas länger fliegt oder schlafen möchtet, eine etwas bequemere Position euch aussuchen könnt.
Sicherheitshinweise, Spucktüte und Bordmagazin waren ebenfalls an Bord. Viel mehr beeindruckt hat mich aber die Beinfreiheit, die man in der ersten Reihe in der Embraer durchaus genießen kann. Das Boarding verlief sehr schnell und so konnte es dann auch losgehen Richtung Amsterdam. Kurz nach dem Start gab es auch schon das Essen und es war Zeit, den Klapptisch aus der Armlehne herauszufalten. Und jetzt achtet einmal auf diese wunderschöne Verpackung des Menüs von KLM, Designed for KLM bei Marcel Wanders. Ja, schöner Vorname auf jeden Fall. Und hier eine Sache, die ich super fand. Neben dem Besteck gab es sogar eine Menükarte in der Business Class. Das wünsche ich mir bei vielen Airlines und leider gibt es das nicht sehr häufig, aber KLM hat es möglich gemacht. Es gab Müsli und eine Kokoscreme, einen French Toast mit Erdbeeren sowie einen Obstsalat. Ich nehme an, dass dieses wahnsinnig viele Plastik bei der Verpackung alles recycelbar war und ist. Sonst hätte es mich sehr gewundert, dass ausgerechnet das Besteck aus Holz ist, wenn doch so viel Plastik schon verwendet wurde. Geschmeckt hat es wirklich gut und ich bin auch immer ein großer Fan von Obstsalaten. Das erfrischt, finde ich, immer so richtig über den Wolken. Ich musste zwar nicht auf Toilette, aber natürlich musste ich bei diesem Flug noch einmal die Bordtoilette für euch anschauen, denn das kann bei einer Embraer wirklich immer ein sehr lustiges Erlebnis sein, aber schaut einfach selbst, so ist die Bordtoilette in der Embraer 190. Ja, das ist die berühmte Embraer-Toilette, wo man also wirklich ganz knapp nur reinpasst, zumindest meine Gängigkeit. Ja, aber so ist es dann. Ansonsten bislang fantastische, ist auch eine schöne Perspektive, ne, wenn man so macht. Aber wir sind wirklich super in der Zeit. Wir landen eine halbe Stunde fast früher als geplant. Und ja, KLM hat es einfach drauf, muss man ganz ehrlich sagen. Bis auf den Spiegel gibt es keine weiteren großen Amenities. Es gibt hier vorne noch einmal Handseife, Wasser und Tücher und eine Toilette. Und was ich jetzt gerade vermisse, ist ein Klapptisch für Babys. Gibt es nicht eine Wickelablage? Eine Wickelablage ist nicht vorhanden. Oh Gott, mach bitte keinen Screenshot von dieser Aufnahme. Aber ja, so sieht es also aktuell aus in der Embraer 190 Toilette. Und ich bin sehr gespannt, wie die Landung in Amsterdam wird. Ich habe schon gehört, es wird sehr windig und es könnten einige Turbulenzen auftreten. Mal gucken, wie die kleine Maschine sich da macht.
Well, enjoy LA. Thank you very much. Thank you. Bye bye. So, und jetzt geht es weiter. Das war ein richtig schöner Flug mit KLM im City Hopper. Hat mir sehr gut gefallen. Also das war ein richtig schöner Flug mit KLM, kann man nicht anders sagen. Und jetzt geht es für mich in die KLM Crown Lounge und von da aus geht es dann weiter nach Los Angeles. Und zwar ganz besondere mit dem Dreamliner 787-10. Und ich bin schon sehr gespannt, wie der Flug wird. Ihr könnt euch das dann im nächsten Video, sozusagen Teil 2, dann anschauen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Schaut unbedingt also wieder ein und gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonniert gerne den Kanal, damit ihr die nächsten Videos auf gar keinen Fall verpasst. Alles Gute und bis ganz bald, euer Marcel.